Darüber werde ich sprechen mit dem General AD Roland Carter. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Tag, Frau Werther. Wie bewerten Sie dieses Abkommen? Nutzt es der Ukraine wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Ich empfinde es so, dass dieses Abkommen mit einer ziemlich heißen Nadel gestrickt worden ist da in Jeddah. Ich habe so den Eindruck, zumindest am Schluss gehabt, dass Präsident Trump einen schnellen Erfolg will. Nachdem es ja zunächst hieß, er beendet den Krieg in einem Tag und jetzt will er das bis Ostern machen. Das scheint mir alles sehr viel Illusion und unrealistisch zu sein. Und wenn man sich das Ergebnis anguckt, dann haben die Russen im Grunde genommen zugestimmt, haben aber doch nicht zugestimmt, denn die Auflagen, die sie machen, die sind ja im Grunde genommen nicht zu erfüllen. Also insofern, man muss es in der Durchführung sehen. Nehmen wir das Beispiel kritische Infrastruktur. Was ist kritische Infrastruktur? Natürlich alles das, was mit Energie zusammenhängt. Aber stattdessen werden jetzt zivile Einrichtungen bombardiert, unter anderem auch Schulen wieder einmal. Also der Krieg ist ja nicht angehalten. Und wenn man Christoph Wanner eben gerade gehört hat, ganz im Gegenteil, der Krieg ist am Boden jetzt offensichtlich mit voller Wucht wieder in Gang gekommen, nachdem man sich geeinigt hat, wie auch immer man sich geeinigt hat, den Krieg in der Luft und den Krieg im Schwarzen Meer, zumindest angriffsweise, was dort passiert ist, zu unterbrechen. Also hier sind das nur kleine Minischritte, die man geht, wenn überhaupt. Wir wollen auf die Chatleaks blicken in den USA. Ein Journalist wurde versehentlich zu einer Chatgruppe von hochrangigen US-Ministern hinzugefügt. Wie kann sowas passieren, dass über militärische Operationen unverschlüsselt kommuniziert wird? Jetzt hat ja dieses US-Magazin den gesamten Chatverlauf veröffentlicht. Ja, das war klar. So eine Gelegenheit, Entschuldigung, lassen sich Journalisten natürlich nicht nehmen. Das war zu erwarten. Ja, wie passiert sowas? Es passiert, weil Menschen handeln und weil Menschen keine Roboter sind. Und ich darf die Nase gar nicht so ganz hochnehmen, denn es ist ein paar Monate her, da ist das bei uns ja auch in ähnlicher Form passiert. Das ist, wenn Druck ist, wenn viele Player in so ein Unternehmen involviert sind und bei einer solchen Angriffsoperation wie dort auf Stellungen der Houthi im Jemen, sind natürlich eine ganze Reihe von Ämtern, eine ganze Reihe von Operateuren, eine ganze Reihe von handelnden Personen bis hin zu den Piloten, die das Flugzeug fliegen, sind betroffen. Und insofern muss das sehr genau, sehr sorgfältig geplant werden, auch um in der heutigen Zeit, mein Lieblingswort, Kollateralschäden in der Zivilbevölkerung weitestgehend zu vermeiden. Also wird eine sehr, sehr sorgfältige Planung stattgefunden haben. Und um die letzten Abstimmungen dann zu erreichen, hat jemand zum falschen Hörer gegriffen. Und dann hatten Sie es für möglich, dass jemand vielleicht mit Absicht diesen Mann hinzugefügt hat, um so ein bisschen zu sabotieren? Vielleicht gar nicht mal zu sabotieren. Ich halte das durchaus für möglich. Ich halte das durchaus für möglich, dass irgendjemand das Unternehmen geleakt hat. Entweder einer, der noch eine Rechnung mit irgendjemandem zu begleichen hat, oder aber jemand, der sagt, ich möchte gerne Transparenz. Ich will bewusst, dass die Welt das vorher mitkriegt oder spätestens nachher, warum und was wir getan haben und somit auch ein Stück Abschreckung schaffen. Also es ist reine Spekulation, aber ich halte es für durchaus möglich. Grönland ist auch noch ein Thema, das uns beschäftigt. J.D. Vance wird jetzt auch dorthin reisen, die US-Militärbasen besuchen. Donald Trump droht ja immer wieder, Grönland praktisch zu annektieren, oder Grönland soll amerikanisch werden. Warum ist sein Interesse so groß an der Insel? Naja, Grönland ist zunächst einmal die größte Insel, denke ich mal, der Welt. Zweitens hat sie massive Bodenschätze. Drittens ist sie das Eingangstor zur Arktis. Und das unter den klimatischen Bedingungen, die wir haben oder die erwartbar sind, hat natürlich Grönland eine ganz besondere Bedeutung. Deswegen ja auch diese große US-Basis da im Norden der Insel. Und insofern, ja, das Interesse ist groß und nicht nur bei den Amerikanern, sondern ich denke, das Interesse ist bei allen großen Playern vorhanden. Ich sehe die Schwierigkeit darin, dass die Aggression, mit der da vorgegangen wird, die lässt sich überhaupt nicht mit demokratisch-rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbaren. Und insofern bin ich dankbar, dass dieses, was ja zunächst einmal auch von Dänemark und von Grönland klar als Provokation auch reklamiert wurde, dass jetzt ein Stück weit Deeskalation eingetreten ist, dass der Besuch jetzt nicht mehr offiziell ist, dass der Besuch ausschließlich der amerikanischen Station dort gilt, dass keine
Begegnungen mit der Bevölkerung stattfinden, dass keine politischen Gespräche stattfinden. Das hätte man aber alles haben können, wenn man das ein bisschen anders eingefädelt hat. Diese Aggression, und wir werden das schon regeln, das halte ich, muss ich ehrlich gestehen, bin ich ein bisschen erschrocken. Roland Carter, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.